Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer mit seinem Frauenteam. Und ich bin jetzt auf der Suche nach einer Garage für einen zweiten Standort. Ich bin jetzt in Frankfurt und ich hatte vor, den zweiten Standort hier hinzusetzen, da hier ins Ruhrgebiet, ins Saarland, dann in Düsseldorf am besten. Da nach Düsseldorf, weil von dort kann ich nach Osnabrück, nach Amsterdam, nach Rotterdam, nach Brüssel fahren, nach Groningen und so sitze ich im Herzen. Und das heißt, da ist der erste Standort und das wird dann der zweite. Und der dritte könnte dann Hamburg sein oder so. Also dass ich quasi von Stuttgart aus einen Standort habe und dann brauche ich noch einen zweiten Standort in Deutschland. Ja, also Düsseldorf priorisiere ich momentan. Frankfurt könnte ich auch nehmen. Da habe ich auch immer gute Aufträge herbekommen. Ich bin jetzt in Frankfurt. Ich schaue jetzt mal, was ich in Aufträgen bekomme in Frankfurt. Ich bin mit dem Auflieger in Frankfurt, ja. Ich habe gerade was abgeliefert. Da stehe ich halt in Frankfurt. Da. Was kriege ich in Aufträgen? Neon bekomme ich nach Köln. Das ist ja noch näher hier. Das ist ja genau da, wo ich hin will. Düsseldorf haben wir da noch nicht, aber der passt mir eigentlich. Dann nach Köln, ja. Der passt mir eigentlich. Dass wir die dann nehmen, vielleicht nach Köln. Wie viel haben wir jetzt überhaupt? Wir 5000. Ja, ein paar Runden brauche ich ja sowieso. Also, ich werde erstmal die Ladung holen. Und dann, das ist die 5. Tour jetzt heute. Also mit der Ladung dann erstmal, muss ich erstmal hier runter sehen, dass ich hier wieder rauskomme. Da muss ich also sehen, warum Zeit ich... zu gehen. Okay. Machen wir. Und dann fangen wir jetzt hier raus. Stopp hier. Und dann schauen wir mal, wo wir hier fahren müssen und mal nach rechts fahren. Da kommt keiner. Biege nach rechts ab. Da kommt keiner und hier hoffe ich auch keiner. Ich sehe wieder wenig. Ich sehe wieder wenig. Und nicht wieder gar nichts. Auf meinen 2 Bildschirmen. Ich muss ja die Schilder auf uns machen, damit ich ein bisschen mehr sehe. Um 3 Uhr, ja, 3 Uhr wird langsam hell. Gestern hatte ich auch 3 Uhr und dann hatte ich da mehr rechts. Da fing es auch wieder an zu regnen gestern. Ja, jetzt muss ich also erstmal eine Tour holen für Köln, einen Tank irgendwo. Muss mal sehen, wo ich den jetzt hier bekomme. Also Frankfurt langsam fahren, 50. Links halten und dann links Keine 80 abbiegen. fahren, mein Lieber. 50 fahren. Also Frankfurt könnte ich, da könnte ich ja so Platz für eine Garage da, ne? Und da ist ein Autohaus. Da ist ein Autohaus. Biege nach links ab. Da ist ein Auto nach links, muss ich abbiegen. Okay. Und dann wieder nach rechts abbiegen. Jetzt können wir schon mal abbiegen, ja. Dann fahren wir hier drüber. Dann fahren wir nach Köln. Da haben wir heute schon 30.000 Biege nach rechts ab. mit 3 kleinen Touren gemacht. Das reicht ja auch. Man muss ja nicht immer so eine tollen Megatour machen. Kleine Touren bringen auch Geld. Und jetzt haben wir wieder eine enge Einfahrt hier, oder? Demnächst links abbiegen. Links abbiegen.
Da müssen wir Biege links, nach links ab. da müssen wir nach links abbiegen und dann nach rechts abbiegen wieder. Der hält sogar für uns gut. Der hält sogar. Biege nach rechts ab. Und jetzt hier rein. Ja. Hier rein und so. Und dann fahren wir mal Wir so. sind fertig. Ja, ich schau gleich. Ich muss immer den Tank holen. Und dann ein Stückchen, ja. Jetzt, wo ist der Tank? Okay, Preismarkt. Wieso krieg ich hier den Tank nicht? Ich will, die Sachen will ich gar nicht haben. Die habe ich ja gar nicht gesucht. Ich hätte doch Köln eingegeben. Wieso macht er jetzt nicht Köln, sondern wieso macht er jetzt hier sowas? Das will ich gar nicht haben. Leipzig, Frankfurt, Stuttgart, Metz. Das will ich gar nicht haben, mein Lieber. Was war denn da jetzt verkehrt? Da, die tu wollte ich haben, genau. Die wollte ich eigentlich haben. Dazu muss ich dann den Auflieger, durchkriegen. Dann müssen die Reise zurückgebracht werden, ja. Möchte ich. Und jetzt möchte ich den Auflieger da hinten nehmen. Und dann fahre ich in Köln quasi nur mit dem hier rum. Ein Bild, okay. Sollten wir drauf kommen. Jetzt fahren wir drauf, ja. Fährt, passt. Haben wir. Und dann können wir den anhängen, Los. draufsetzen und dann kann es losgehen. Dann fahren wir jetzt da hinten raus. Da fahren wir jetzt mal raus. Nach Köln. Wo geht's hin? Links, links muss man raus. Nach Köln. Da ist frei. Da ist noch nicht frei. Jetzt ist er auch frei. Da sind wir noch frei. Biege nach links ab. Machen wir. Also, nach Köln. Demnächst links abbiegen. Die 5. Tour heute. Biege nach links ab. Die 5. Tour von Frankfurt nach Köln. Von Frankfurt nach Köln. Ja, und dann mal in Düsseldorf. Von Düsseldorf kann ich auch schnell, wenn ich da keine Aufträge bekomme, schnell nach Duisburg fahren, nach Köln fahren. Wir sind nicht weit. Und dann kann ich das von dort her nehmen. So habe ich mir das gedacht bei den Aufträgen. Das ist ein guter Standunterschied. Die Stuttgart muss man ja mal abwarten. Ja, aber was ist jetzt ein guter Platz für Am ein... Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Okay. Die erste. Das ist jetzt hier die zweite. Und das ist jetzt hier gleich die dritte. Da fahren wir dann drauf. Hier. Nimm diese Ausfahrt. Okay, machen wir. Auf nach Köln. Was sind das hier? 280 Kilometer. Tank reicht noch. Tank reicht noch.
Da ist frei. Es wird hell langsam. Gut. Man sieht wieder was in den Spiegeln. Das ist für mich immer wichtig, dass ich auch was sehen kann. Ich habe also wieder ein ADR-Tangent drauf. Ich weiß gar nicht, wie schwer das ist. Der zieht aber hier. Und jetzt fahren wir Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, machen wir das. Nimm die Ausfahrt Da rechts. geht nach Köln, ja. Köln-Kassel. Hier schon hoch, ja. Wir den ausmachen. Ja. Also heute Morgen war grottenschlecht, aber jetzt geht es eigentlich. Die letzte Fahrt war wieder manierlich. Ja. Hier geht der Köln, ja. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Machen wir. Ich habe es nicht eilig. Immer geradeaus. Also der fährt öfter hier von mir. Jetzt hat aber ein anderes Layout. Ähm. Also 245 Kilometer habe ich also. Dann fahren wir hier rüber. Dann wollen wir hier nicht lange Türen. Und den abhängen hier. Auch im Dunkeln. Auch im Dunkeln. Und dann geben wir ein bisschen Gas. Fahren wir hier rüber. Und wie fahren wir jetzt nach Köln, von Frankfurt nach Köln? Immer auf der A3 oder was haben wir jetzt hier? Und dann von Köln lade ich die ab, dann fahre ich nach Düsseldorf mal kurz rüber und schaue mir mal an, wie das in den Garagen aussieht. Wir haben 4:24 haben wir. Ich hoffe, dass wir dann hell haben. Und dann schaue ich mir die Garage nochmal an. Dann kaufen wir eine Garage in Düsseldorf, in der Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Dann hätte ich den Neckarraum, den Rhein-Main-Raum hätte ich dann. Und dann habe ich einen zweiten Standort hier im im Ruhr-Rhein-Bereich. War der falsche dagegen, ja. Da habe ich die falsche Seite geblinkt. Vor lauter Stress oder Aufregung oder wie auch immer. Ja, also Sonnenaufgang, sehr schön. Sonnenaufgang von Frankfurt nach Köln. Man muss da sein. Tatsächliche Ware habe ich, glaube ich. Wieder 10.000, dritte Tour. Habe ich schon 30.000 Leute nur durch diese Touren hier. Jetzt haben wir 250.000 gleich. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts Ja, nehmen. Geld kann ich sowieso gebrauchen, weil ja, ein LKW Nimm muss auch die angeschafft Ausfahrt werden. rechts. Und jetzt Immer geradeaus. geradeaus, ja. Bitte rechts halten. Und dann hier runter wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann hier runter. Bitte links halten.
Okay, machen wir. Kommt da einer hier? Kommt da einer? Die sagte links halten, in dem Moment kam der schon vorbei. Wenn ich jetzt also automatisch gleich links gefahren wäre, dann wäre ich ja eingerauscht. Das sind so die fiesen Decks, die der Simulator so drauf hat. Der kam wieder angerauscht mit hoher Geschwindigkeit, wollte ich gerne überholen. Den hier wegmachen, den weghauen. Ja, also der zieht gut, der Actros. Ich habe jetzt einen Actros 429, der neue, der zieht gut. Der zieht besser als der 476er, glaube ich. Mit den Decken, mit den 3 Achsen vorne. Ja. Und der Lenker besser. Finde ich jedenfalls. Na, was macht sie hier? Findet sie das Gaspedal nicht oder? Ein Verkehrserzieher? Gibt ja so Verkehrserzieher. Die sehen da, dass du 90 fährst, dann setzen sie sich vor dich, bremsen sie sich aus, 85, 80 und waren die konstant 80. Die nenne ich mal Verkehrserzieher. So selbsternannte Verkehrserzieher. Ja, okay. Wie sieht es jetzt hier aus? Also, ich gebe gar keinen Gas im Moment. Ich komme dem trotzdem immer näher. Jetzt ist, ja, hurra. Ich hätte mich schon gewundert, wo der Regen bleibt. Regen morgen, mal nicht in der Nacht. Was haben wir? 1 Stunde habe ich noch. Ich fahre langsam jetzt. Ich möchte meine 5. Fahrt machen hier. Nichts riskieren. Läuft gut. Mein LKW lässt da heilen. Und da möchte ich jetzt auch nichts mehr im Regen riskieren. Kein Überholmanöver mehr. Einfach mit 80 dahin zuckeln, bis ich das Ziel erreicht habe. Wenn man mich lässt hier. Ja, wenn man mich lässt. Was haben wir jetzt hier? 4 Stück hier vor mir. Ja, also nach Köln. Dann fahre ich von Köln nach Düsseldorf. Vielleicht eine Leerfahrt. Und sicher sind, dass ich in Düsseldorf dann eine Garage miete. Ja. Und ich habe gedacht, ich könnte jetzt hier schon auf dieser Fahrt vielleicht schon die Garage mieten, aber das ist noch nicht der Fall. Ich möchte schon seit 3 Jahren nicht eine Garage mieten. Ich habe auch schon das Geld auf dem Konto, aber ich komme nicht dazu. Ich muss aber zum Standort fahren, Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. versuche zum Standort mit Ladung zu fahren, nicht leer, damit Nimm ich ja die Ausfahrt rechts. keine Verluste habe. Als Unternehmer muss man ein bisschen selbstständig denken und jedenfalls tue ich das. Ich habe ein Unternehmer nicht gehabt. Ich muss mir das aufbauen und von daher denke ich jetzt ein bisschen anders als es einer, der das Unternehmen erbt. Ja, was macht ihr jetzt hier?
Der möchte überholt werden oder was hat der? Mit dem Konvoi hier. Konvoi aus 2 Bussen. Nervt aber. Darauf spielt der ab oder wie? Der fährt mit 50 vor mir her, um mich zum Überholen zu nötigen. Also der Simulator ist ja ein fieses Gerät, habe ich schon mal gesagt. Der stellt dir dann so Fallen, schwierige Situationen und auch so besonders so im Regen, nachts, wenn du müde bist, wenn du die 5. Tour hast, wenn du schon 1000 Kilometer in den Knochen hast, dann kommt dann da so eine Mätzchen, dass er sich dann zu Manövern verleitet, die ein bisschen riskant sind. Aha. Da muss ich jetzt hier dazwischen hängen, oder wie? Das ist jetzt auch schon mal. Er hat's kapiert. Was haben wir jetzt hier wieder? Große Baustelle oder guter Unfall? Okay. Hatten wir. Da geht der Köln. Also rechts halten. Rechts halten. Köln-Mannheim. Ja, was machen wir jetzt hier, Leute? Also zocken wir jetzt hier vor mir her. Der ist schon wieder der Schwarze. Der wollte vorhin schon unbedingt an mir vorbei. Was ist los hier? Schon wieder Stau oder was? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts Soll ich nehmen. jetzt lernen, hier nochmal in den Stau zurechtzukommen? Ich muss ja rechts Nimm fahren. die Ausfahrt rechts. Ja, machen wir. Und jetzt, wohin jetzt? Nach Köln links rein. Biege nach rechts ab. Nach rechts ab, ja. Wie sieht es hier aus? Seid frei. Und dann noch, ja. Dann komme ich hier so rum. Auf nach Köln. Sie kann nicht nach Köln aussehen. So nach Schwarzwald aus, also Tannenwald. Bergig ja noch. Demnächst links abbiegen. Ja, gut. Biege nach links ab. Okay. Wenigstens haben wir eine Ampel. Wenigstens haben wir eine Ampel. Jetzt können wir fahren, ja. 4 Spuren hier. Tja. Das zweite Mal heute wieder passiert, dass ich da in die falsche Spur angefahren bin. Heute Morgen da im Dunkeln. Ja. Jetzt sind wir in Köln im Rahmen. Was ist jetzt hier westlich oder was aus? Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen, ja. Biege nach rechts ab. Hier schön. Nee, Moment doch. Hier muss ich schon rein. Ich muss hier schon rein. Da muss ich schon rein.
Aber ich bin hier auf der falschen Spur. Ich möchte nicht sehen, dass ich hier weiter aushole. Hier endet es. Okay, mal geschafft. Überspringen, bestätigen und weg damit. Ausgezeichnet, dachte, haben wir 9500 weitermachen. Gut, jetzt sind wir also bei 260.000. Dann kann ich mir eine Garage kaufen. Vielleicht, ob ich dann noch schaffe, nach Düsseldorf zu kommen. Dann machen wir das machen wir gleich als nächstes. Ich fahre jetzt mal weiter hier. Ich stehe jetzt hier also. Fahre ich jetzt hier raus oder habe ich jetzt einen Anhänger? Den habe ich ja schon abgeliefert, oder nicht? Ich wollte jetzt weiterfahren. Wieso hängt der jetzt so dran hier? Achso, okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe was nur nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wieso jetzt hier erstmal mein LKW so rumstand. Ich habe den vorhin gerade reingefahren und stopp. Jetzt muss ich mal schauen, muss ich mal die Weltkarte nehmen. Die Weltkarte. Wo ist man die Weltkarte da? Und die Weltkarte da. Jetzt möchte ich da nach Düsseldorf fahren. Da ist Köln, da ist Dortmund, da ist Düsseldorf. Dann möchte ich da hinfahren. Das sieht nach einer Garage aus. Okay. Und dann schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Zeit zu gehen. Ja, also links rum. Ja, vor allem die falsche links rum hier. Auf den Knall. Ich soll links abbiegen. Route neu berechnen. Sie doch neu berechnen. Doch rechts abfahren. Ja, okay, müssen wir das hier so machen, so. Und jetzt, hier wollen nichts hier. Hier muss ich jetzt fahren. Und das hier gerade fahren wie. Ja, okay. Ich möchte also in die Landeshauptstadt fahren. Ja, viel Verkehr hier schon wieder am Frühmorgen. Ich möchte nur eine Garage anmieten. Da am Garagenplatz fahren. Der fährt zuerst mal fahre ich immer weiter. Links halten und dann links abbiegen. Halten, dann links abbiegen. Biege nach links ab. Okay. Ja. So regnet das so doll. Immer geradeaus. 2 Spuren hier. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Okay. Und jetzt müssen wir nach Düsseldorf fahren. Was hat eine Arbeitsagentur entdeckt? Könnte behalten eine Arbeitsagentur. Wieso muss ich hier entdecken hier? Ich muss ja mal Leute haben. Mal Leute einstellen. Eine Garage kaufen. Dann können wir auch über Leute nachdenken. Ja. Also wir sind in Köln. Wir haben 260.000 im Konto.
Und 180.000 soll die Garage kosten. Wir haben gerade einen Tank abgeliefert in Köln. Und jetzt fahre ich nur mit der Zugmaschine von Links Köln halten nach und dann links Düsseldorf. abbiegen. Ich weiß nicht, wo der mich jetzt hinfährt. Biege nach links ab. Hier schön nach links abbiegen. Hier würde ich schön aufbiegen. Ja, toll. Toll. So habe ich das nicht gedacht hier. Ich wollte nur hier hoch. Dann fährt der nämlich rein hier. Ja, das gibt wieder einen Schaden. Und wir bezahlen. Jetzt haben wir Schaden für 2%. Kann ich auch gleich in Düsseldorf machen. Mal sehen, wo da die Werkstatt ist. Und da habe ich da einen Händler. Den brauche ich momentan nicht. Wieso fahre ich jetzt hier so? Ich fahre ohne Last hier. Der haut hier ab. Mit seinen 34 PS. Dass ich hier meine Mühe habe, das Geld zu beherrschen. Ja, also. Wieso fahre ich jetzt hier Landstraße von Köln nach Düsseldorf? Da ist schon Düsseldorf der Fernsehturm. Denke ich mal so, oder? 14 Kilometer könnte sein. Und wir brauchen nicht über den Rhein fahren, oder wie? Oder kommt das noch? Ich möchte dazu dieser Garage nehmen, den Standort. Wie kann ich den Standort prüfen? Dass ich dann von dort erstmal sehe, was für Angebote ich bekomme oder meine Leute oder. Wir sind in Düsseldorf, ja, hier war ich schon ein paar Mal. Das Ort kenne ich aber hier nicht, hier war ich noch nicht. Ich habe jetzt mal so Rohre hier hingebracht. Demnächst links abbiegen. Damals in der Garage Momentum. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an, wie man eine Garage kauft. Biege nach links ab. Hier schon ein, okay. Schön irgendwas zu sehen, nein. Ist das hier ein Industrieviertel oder? Jetzt komme ich dem Ziel gleich immer näher. Immer geradeaus. Hier nicht. Wir Hier. sind fertig. Ja, cool, wieso sind wir fertig? Sind nicht, dass wir fertig sind hier. Da haben wir die Garage da drüben. Ich möchte aber da rein jetzt hier. Ich habe ein Stückchen zurücksetzen. Dann wieder ein Stück vorsitzen. Okay, ich weiß, war nicht in Ordnung. Okay, jetzt haben wir das. Hier haben wir eine Garage. Das könnte mal ein neuer Standort werden hier. Und jetzt mal möchte ich sehen. Hier haben wir jetzt hier also Momentum. Hier haben wir so Die Ruhepause möchte ich eigentlich nicht machen. Ich möchte eigentlich eine Garage kaufen. Also Kreditrahmen 11.000. Schon mal abgezogen, ja. Und weiter. Habe ich doch gerade gemacht hier. Ich möchte jetzt hier eine Garage kaufen, aber ich stehe hier auf dem Platz, aber die Möglichkeit hier irgendwas zu kaufen habe ich nicht im momentan. Ruhepause habe ich gerade gemacht, mein Guter. Ich will keine Ruhepause machen, ich möchte jetzt hier meine Garage mieten. Wie geht denn das jetzt hier? Da ist mein Garagenmanager. Und da habe ich meine Garage, meine erste. Und Aufrüstung verkaufen will ich auch nicht, Ergometer ist auch da.
Ja, was ist los hier? Was mache ich verkehrt? Was mache ich verkehrt? Normal, Moment, ich muss nochmal zurück. Nochmal zurück, ein Stückchen. Ich muss nochmal zurück. Da kann ich also was kaufen. Und dann fahre ich dann mal jetzt auf. Eingabe, ja genau. Die Garage steht für 180.000 zum Verkauf. Eingabe drücken. Möchtest du diese Garage wirklich kaufen? Ja, möchte ich. Okay, das ist also meine Garage jetzt. So, ja. Da stehe ich. Das sieht ja aus wie die alte. Okay, jetzt fahren wir jetzt mal da rein. In diese Garage, neu. Jetzt bin ich also Eigentümer einer weiteren Garage. Motor abstellen. Ja, machen wir das mal. Und jetzt können wir jetzt mal nochmal. Was haben wir jetzt? Habe ich jetzt den Garagenmanager? Da ist ein Garagenmanager. Der neue, der alte. Jetzt habe ich also zwei Garagen. Da habe ich Stuttgart und da habe ich Düsseldorf. Jetzt kann ich dazwischen die beiden hin und her schalten. Die kann ich also aufrüsten. Und da habe ich noch nichts zum Aufrüsten. Ich muss noch ein paar Leute einstellen. Ja, gut. Und da in Stuttgart läuft alles gut, ja. Wo gehöre ich? Wo komme ich denn jetzt hin? In Düsseldorf? Ist das mein Platz? Kaffee zuweisen? Ich wollte eigentlich selber dahin, aber mein Stammsitz ist dann in der andere Ort, wie? Mein Stammsitz ist also in Stuttgart. Ich sitze also in Stuttgart. Wie kann ich jetzt von dem einen Stammsitz das verlagern? Dann war den LKW-Manager, der ist halt der Aktus. Und wenn ich den jetzt irgendwo zuweisen möchte, der ist jetzt Stuttgart zugewiesen, kann ich den auf Düsseldorf zuweisen. Das sind die Garagenplätze. Wähle den Garagenplatz Details kein LKW zugewiesen. Und Leute, wie kann ich mich selber zuweisen? Ist nicht vorgesehen. Ilona, damals eine Ilona, dann haben wir die alle 0,8 hier. Da haben wir eins mehr 1,7. Also, der bringt immerhin zweimal Fernfahrt mit, das ist schon mal gut. Das ist eine gute Wahl hier. Das heißt aber, dann müsste ich für den erstmal einen LKW kaufen. Dann müsste ich für den erstmal einen LKW kaufen. Der hat schon mal 1,7. Und wohin dann damit? Wie habe ich im Moment auf dem Konto? Moment, ich habe 70.000 auf dem Konto. Wenn ich halt den kaufe, dann müsste ich noch einen LKW kaufen und dann kann ich ihm den LKW zuweisen.
Soll ich das machen? Dann muss ich 15.000 aufbringen. Das können wir uns da so gerade noch, ne? Der LKW kostet 120.000, dann sind das, okay, Moment nochmal langsam, den stellen wir erstmal ein, der passt, fahren stellen, haben wir, ja möchte ich, haben wir. Und jetzt brauchen wir noch einen LKW, Kreismanager, wo ist der neue Mann? Da ist er, ja, jetzt brauche ich noch einen LKW. Einen LKW brauchen wir noch. Wo können wir jetzt einen LKW? Moment um. Ein LKW brauche ich erstmal eine Bank, brauche ich noch einen Kredit. Jetzt habe ich hier nochmal 100.000. Da brauche ich nochmal 100.000 für einen LKW. Ja, machen wir. Jetzt zahle ich also jeden Tag 17.000. Und jetzt brauchen wir einen LKW. Was für einen? LKW-Manager. Haben wir nicht, ne? Und jetzt hier ein LKW-Händler, da haben wir einen LKW-Händler. Da haben wir Renault, in Düsseldorf haben wir Renault. Und da wären wir in Dortmund, da haben wir Bewegung. Ja. Ich möchte aber den nehmen, weil den habe ich ja bisher auch schon. Ich komme aus Dortmund, ich komme aus Stuttgart, meine Leute fahren also den hier online kaufen, ja. Und dann möchte ich da den nicht nehmen, nein, den auch nicht sehen hier, ne. Der hat 118.000, ist ein bisschen stärker, das ist der neue, den habe ich auch. Das heißt, den kaufen wir, ja. Und der soll jetzt dahin nach Köln, nach Düsseldorf, der soll da nach Düsseldorf, genau. Und dann sollte dem zugeordnet werden. Okay, haben wir. Schön, haben wir, gut. Jetzt habe ich also einen LKW. Moment langsam. Jetzt habe ich also einen LKW gekauft, eine neue Garage gekauft und einen neuen LKW gekauft. Und dabei wieder 100.000 aufgenommen. Das heißt also, ich muss jetzt bei der Bank jeden Tag 17.000 abdrücken und ich habe noch einen Kreditrahmen von 50.000, bisschen knapp. Und ja, jetzt müssen wir erstmal Geld verdienen. Und den neuen Mann müssen wir ans Arbeiten bringen. Fahrermanager habe ich jetzt beim Fahrermanager, da ist der neue jetzt Manuel. Der soll nicht ausgeglichen sein, der soll arbeiten. Den soll den zweiten Adresse machen, bitte. Okay. Haben wir, ne? Der soll den zweiten ADR-Schein machen. Und ja, Düsseldorf, genau. Auflieger haben wir mit keinen. Kann ich jetzt einen Auflieger von da unten überführen? Ja, das wäre auch gut. Wie kann ich jetzt meinen Auflieger von dort, den Flachbettboden, den braucht hier keiner, wie kann ich den jetzt hier überführen nach einen anderen Ort? Den habe ich heute freigegeben. Anpassen brauche ich auch nicht, verkaufen auch nicht. Standort ändern. Da haben wir den Standort ändern.
dann möchte ich den jetzt dorthin schieben, nach Düsseldorf. Jetzt hat also der Mann dort auch. Möchtest du den Flachboden wirklich? Ja, möchte ich. Jetzt habe ich also den Flachbettboden da in Düsseldorf. Jetzt hatte ich also da einen Mann, der hat einen neuen LKW. Moment, und dann hat er jetzt auch einen Aufliegerboden, mit dem man fahren kann. Läuft das jetzt ohne, dass ich da zuschaue, oder da haben wir den Garagenmanager. Düsseldorf haben wir also diese Tour. Täglicher Profit ist nicht verfügbar. Und der 1,7, er wird jetzt angelernt für was, ja. Er wird jetzt angelernt für, wie Sie sind bei Fahrermanager, da ist er, macht er schon irgendwas oder schon, nein, hat noch keine Fahrt gemacht, kann er auch nicht, hat er gerade erst angefangen, der wird jetzt also eingearbeitet, den hat er. Okay, also Filiale läuft, hoffe ich. Die Lien ist auch schon bei 2,5. Die ist auch schon bei Fernfahrten, ja, die macht sich ja gut, die Lien. Die macht sich gut. Die Kim macht sich auch gut. Die Kim macht die hochwertige Fahrt. Und Emma macht den nächsten ADR-Schein. Und Tanita hat auch den nächsten ADR-Schein. Kim hat den dritten geschafft. Dieser flott dabei. Was können wir mit ihm weitermachen, Tanita? Kim könnte vielleicht schon noch hier hochwertige Fracht nehmen, ja. Genau, weiter hochwertige Fracht nehmen. Und Lien. Ja, Lien, was machen Lien? Hochwertige Fracht, Fernfahrten hat sie gleich, jetzt können sie eigentlich eine hochwertige Fracht machen oder auch ADR 3 machen. Den dritten, wie die auch, dann haben die alle drei schon mal. Bis auf die Zaneta, die will nicht so richtig. Aber das kommt auch noch. Das kriegen wir auch noch hin, ne? Zaneta. Das schaffen wir auch noch. Okay. Das heißt, mein Frauenteam ist da. Jetzt habe ich den ersten Mann dabei. Den habe ich in die Filiale gesetzt. Und dann schauen wir mal, wie sich die Filiale entwickelt. In der Filiale kann ich dann also auch 5 Leute unterbringen. Aber dafür habe ich ja Geld. Jetzt muss ich jetzt mal sehen, dass ich hier täglich meine 17.000 aufbringe. Und das erstmal beenden. Okay Leute, das war's also für heute, großer Einkaufstag. Und so, okay, beenden und tschüss.